Hallo zusammen, ich bin Adel der Reisende und ich reise bzw. lebe in meinem Camper zurzeit auf Kreta mit meinen zwei Hunden Gordi und Buddy. Der Gordi ist hier und das ist der kleine Buddy. Ja. Und ich bin hier an diesem wunderschönen Fleck Erde, gehe jetzt rüber mit euch zu dem wundervollen Strand da hinten. Aber heute geht es nicht um das Hier und Jetzt, sondern um meine Zeit in Peru. Ich habe da altes Videomaterial gefunden, das ich nachher einblende, wo ich über meine Ayahuasca-Zeremonie berichte und auch ein bisschen über meine Reise in Peru. Es ist sehr, sehr interessant. Also das war vor 4 Jahren. Vor 5 Jahren hat ja meine spirituelle Entwicklung deutlich zugenommen. Und ja, mit den Ayahuasca-Zeremonien, die ich gemacht habe in Peru, 2 Wochen. Also ich war länger als 2 Wochen dort, aber 2 Wochen habe ich im Dschungel verbracht und habe 6 Zeremonien da gemacht, alle 2 Tage. Und das hat auf jeden Fall was in mir bewirkt. Dabei war die erste Zeremonie die stärkste, die auch wirklich was bei mir ausgelöst hat. Und dann mittendrin eine noch, die hat auch noch was gebracht. Aber war nicht so stark. Da habe ich einiges loslösen können in meiner inneren Welt, sage ich mal. Also Ayahuasca wird ja von den Südamerikanern oder Lateinamerikanern La Medicina genannt, also Medizin. Es ist keine Droge und es ist auch nichts, um damit Spaß zu haben. Das dient lediglich der eigenen spirituellen Entwicklung einmal und zum Zweiten auch der inneren Heilung. Und das ist wirklich eines der stärksten DMTs, wenn nicht das stärkste DMT, das es gibt. Guck mal, hier will sich hier mit der Ziege anlegen. Das würde ich nicht machen. Diese Ziege hat keine Angst. Ja, Gordi hat eher Angst. Er dachte, die Ziege haut ab. Jetzt von beiden Seiten. Oh, Gordi. Hey, Schluss. Also das sehe ich jetzt zum ersten Mal, dass eine Ziege den Gordi angreifen will. Normal hauen die ab. Hier bleiben. Muss mal wieder laut werden, ne? Ja, jetzt sind wir schon am Strand. Herrlich, oder? Wo war ich stehen geblieben? Ja, Ayahuasca. Ich bin da ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe mich nicht viel informiert. Ja, schon, also ich habe von anderen Erfahrungen gehört. Aber dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Und dann direkt 6 Mal an einem wunderschönen Fluss, einen heißen Fluss, mitten im Dschungel. Hier bleiben, Freundchen. Mein Gott, er hätte da ein bisschen angefixt. Ich werde mich dafür jetzt mal hier hinhocken, denke ich. Und blende euch gleich das Video von Ende 2018 war das ein. Man sieht auf jeden Fall, dass ich mich auch von da an schon transformiert habe. Ein Jahr vorher hatte ich keinen Bart und auch ganz kurze Haare. Und da hatte ich schon, also ein Jahr lang meine Haare wachsen lassen, kamen schon die Locken. Und es ist interessant zu sehen, wie ich mich verändert habe in den letzten 4 Jahren. Hat sich auch noch viel bei mir getan. Und
ich bin ein anderer Mensch geworden. Also bei mir ist es sowieso die Transformation extrem. Wer das noch nicht gesehen hat, das Video über meine Transformation, habe ich auch geredet. Ja, sagen wir vor ein paar Wochen ein Video, das ich hochgeladen habe. Da blende ich auch ein, wie ich vorher aussah, ohne Bart und mit ganz kurzen Haaren. Also ich bin ein neuer Charakter quasi. Bei mir ist es aber auch extrem, weil ich die Erfahrung als André machen sollte und dann als Adel. So, jetzt genug davon geredet. Ja, viel Spaß beim Gucken und bis später. Ungefähr so eine Viertelstunde reingefahren, bis zu einer Stelle, wo es dann auch nicht mehr weiterging mit dem Bötchen. Dann sind wir ausgestiegen und dann ungefähr noch mal eine halbe Stunde gewandert. Dann sind wir jetzt hier an dem Fluss. So, und dann hatten wir schon auch jemanden kennengelernt direkt, die Eva aus Holland. Die hat uns so ein bisschen hier eingeführt. Ja, wir hatten auch den Maestro kennengelernt, Juan, oh Gott, wie heißt er, Santiago Enrique und seine Frau Amy. Sehr herzlich empfangen wurden wir. Wir wurden dann von Juan zu unserem Zimmer gebracht und gezeigt, wo wir dann übernachten. Es war eine Hütte zu zweit, aber die getrennte Eingänge hat und eine Wand zwischen unseren Betten. Also wir haben jeweils einen eigenen Bereich mit einer Dusche und Waschbecken und Tischchen. Sehr einfach eingerichtet. Mit einem sehr guten Netz über dem Bett. Schön breites Bett und sehr gemütlich. Ja. Wir haben uns dann langsam auf die Zeremonie vorbereitet, die wir hier gemacht haben mit dem Ayahuasca. Um 8 Uhr ging das dann los. Jeder hat nacheinander das Ayahuasca getrunken. Ich war der Letzte. Und ich war auch der Erste, der sich schon übergeben hat. Und da fing das richtig krass bei mir an. Zuerst hatte ich ein mulmiges Gefühl und ein bisschen verkrampft war ich wahrscheinlich. Aber dann habe ich dann nach und nach dann gespürt, wie das Ayahuasca mir gezeigt hat, dass ich mich entspannen kann. Und es hat mir dann geholfen zu entspannen. Es ging hier durch meinen Körper, durch meinen Nacken. Hat meine Verspannungen gelöst. Und ich konnte auf einmal besser hören. Es ging durch meine Ohren. Ich war frei im Hören, ich war frei im Atmen. Tolle Gerüche hatte ich und auf einmal hatte ich so ein Grinsen. Mein Körper wurde bewegt von links nach rechts. Ich wurde eingerenkt. Boah, das war also richtig krasse Erfahrung, wenn man es zulässt. Meine Verspannungen wurden komplett gelöst. Ich fühlte mich total frei. Ich fühlte mich so, als ob ich irgendwie wie so ein kleines Küken
so ein Adlerküken oder so gepflegt wurde und ja, ich sollte mich schütteln und die Spannungen loslassen. Ja, wunderschön, das Gefühl. Und so ein bisschen wie neugeboren fühlte ich mich, wie aus dem Ei geschlüpft. Ja, ich hatte danach den ganzen Abend kribbelnden Fingern und Armen. Und das zeigte mir, dass wirklich da Verspannungen gelöst wurden, die tief in mir saßen. Ich war ja richtig glücklich. War schon eine tolle Erfahrung. Ich habe Claudia auch gehört, wie sie gelacht hat. Also sie hat dann sie hatte auch tolle Erfahrungen gemacht, ihre Behinderten, die sie von der Arbeit kannte, gesehen und mit den Späßchen gemacht und gelacht und ich fand das so süß von ihr. Also wusste ich auch, dass es ihr gut geht und ja, zwischendurch, also ich habe mich nur einmal übergeben, meine Stimme kam wieder, ich muss das nochmal loswerden und ich hatte das Gefühl, meine Stimme wurde gelöst, Blockaden wurden gelöst, konnte frei atmen. Hier fliegen so tolle Schmetterlinge rum. Ein ganz großer blauer Schmetterling fliegt hier ständig hin und her. So einen Riesenschmetterling habe ich noch nie in der freien Wildnis gesehen. Ja, also der Ort hier ist wunderbar, sehr magisch. Am zweiten Tag jetzt heute ist gestern war der zweite Tag. Da hatte ich Kopfschmerzen, wenig getrunken, konnte nur so ein bisschen was essen. Also ich fühlte mich so ein bisschen wie, als ob ich einen Kater hätte. Ja, den ganzen Tag nur so abgehangen. Wir haben viel geschlafen, Claudia und ich haben zusammen im Bett geschlafen und uns ausgeruht. Es hat den ganzen Tag fast geregnet. Die ganze Nacht hat es geregnet. Es hatte ja insgesamt sehr wenig geregnet. Das tat dem Wald, denke ich, auch sehr gut. Ich bin mal gespannt, was heute in der Zeremonie auf mich zukommt. Ich bin offen für alles. Es ist nur gut für die Heilung, für die eigene Psyche, für den eigenen Körper. Und insgesamt machen wir hier 6 Zeremonien in 12 Tagen. Bin echt gespannt, wie es wird. Wenn ich mich hier so betrachte, ich sehe nicht so richtig fit aus. Naja. Ich habe hier eine kleine Mimose entdeckt. Die Blätter zu. Und alle Blätter zu. Da ist noch eine. Ja. Und wann gehen die wieder auf? Weiß ich nicht. Dauert vielleicht jetzt ein bisschen. Ganz langsam macht die auf. Innerhalb von einem Tutorial. Du kannst jetzt hier Water Rafting machen.
ein bisschen gefährlich hier mit den Bäumen. Sieht ein ausgewogenes Frühstück aus mit Mango, Äpfel, Mandarinen, Nüsse, Erdnüsse, Paranüsse, Rosinen oder Pflaumen, getrocknete, Ingwer klein reingehackt, Zimt, Kakao, meine Fresse. Und noch irgendwas, ne? Maca ist da drin. Maca, Moringa. Boah. Und das, was man hier so als Basis dazu kriegt. Das ist unser Diätfrühstück. We just caught this guy. He was in one of the huts. So I had to take him out and let him go in the jungle. Und wenn ich mich so sehe mit dir hier in dem Video, dann sehe ich, wie krass wir strahlen. Ne? Tolle Erholung hier. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Es war es auf jeden Fall wert. Es ist auf jeden Fall ein Traum gewesen und ist es immer noch. Wir haben tolle Erlebnisse auch Ja, gehabt. super schön. Und den Rest erzählen wir euch dann, wenn wir zu Hause sind. Genau. Und zwar wollen wir etwas über unsere Erfahrungen erzählen von den Zeremonien, die wir hatten mit dem Ayahuasca. Also, ich fange mal an. Ne? Mhm. Also die Details erzähle ich euch mal später, wenn wir mal zukommen. Aber ich muss sagen, das ist so powerful, unglaublich. Also man muss da keine Angst vor haben, gar keine Angst. Das ist Einfach nur schön. einfach schön und es tut einem gut. Klar, in dem Moment, wenn man es trinkt, das ist eklig. Und, aber wenn du dann da deine Trips hast und dich übergibst, das Übergeben ist total schön. Das ist eine Befreiung. Ne? Also ich hatte nur einmal mich richtig so übergeben davon. Und da kam es von tief aus dem Magen, richtig alles raus, die ganze Scheiße. Und ich fühlte mich befreit von den Spannungen in den Schultern, die Ohren wurden frei, ich konnte besser atmen, mein Kopf wurde frei. Also da merkte ich, da wurde noch eine Blockade gelöst. Ja, wie man sieht, ich habe auch weniger Falten gekriegt. Also Lachfalten habe ich noch, aber sonst hier, das ist ja weniger. Cool, ne? Stimmt. Ja, also super Erfahrung. Ja. Ja, da bin ich wieder. 4 Jahre später quasi. Ja, zusammengefasst kann ich sagen, das Ayahuasca habe ich ja 2 Wochen genommen, 6 Mal. Davon hat es das erste Mal nur wirklich richtig krass gewirkt, wo mir das gezeigt wurde, dass ich klar hören kann,
frei atmen kann, dass ich viel tiefer atmen kann, als ich mache. Und ja, mein Körper war frei, also ich war eigentlich ganz aus dem Körper sogar, wo ich dann nachher wieder neu geboren wurde als Adlerküken und dann gepflegt wurde und quasi sauber gemacht wurde und dann habe ich mich geschüttelt und dann war ich noch freier. Und das war wirklich eine sehr interessante, wie sagt man, Reise, innere Reise. Und ja, ich habe vieles in mir auch gelöst und auch wenn die anderen Male waren zu schwach, weil ich hatte das Problem, dass ich immer es zu früh ausgekotzt habe, weil es ist schon sehr ekelhaft. Dann hat das nicht richtig gewirkt. Aber alles hat seinen Grund und seinen Sinn und alles ist richtig zu jeder Zeit. Das Ayahuasca kommt auch nur in dein Leben, wenn du bereit dafür bist. Und hey, hier bleiben! Meine Hunde, die wollen immer da hinten irgendwo, wo es vielleicht was zu fressen geben kann. Hier! Hier bleiben! So, wir gehen jetzt mal den Strand bis zum Ende und dann gehen wir wieder zurück. Langsam. Ja. Ja. Also ist genau wie bei den Pilzen, also was ich letztes Mal erzählt habe, es ruft dich. Bei mir war es so. Einen Tag vorher hat mir einer davon erzählt, einen Tag danach hat einer mir die gegeben, der hatte die zufällig dabei, auch wieder darüber erzählt und einen Tag danach habe ich noch welche gefunden in der Natur. Und ja, beim Ayahuasca, also wenn du es erzwingen musst, das zu nehmen quasi, ja, und dann solltest du es lassen. Also ich wollte nach der Zeremonie nochmal versuchen irgendwo, aber es kam keine Möglichkeit. Und dann hatte ich auch kein gutes Gefühl dabei, das irgendwo zu nehmen in der Stadt, wo das dann organisiert wurde. Weil sowas muss in der Natur nehmen. Man kann sich da auch Fremdenergien anziehen. Das ist genauso wie alles andere. Weil man ist ja out of order quasi. Und wenn du keinen guten Schamanen hast, dann ist es auch nicht gut. Also ich würde es nur mit dem Schamanen machen und nicht irgendwo in der Stadt oder so. Also Peru, da wo ich war, war es perfekt, wirklich. Es war zwar nicht so billig, 1.800 € um den Dreh habe ich bezahlt. Aber glaube ich, mit Übernachtung und Essen war das so ganz okay. Ja. Und man sollte auch davor wirklich auch fasten. Ne? Kein Zucker, kein Kaffee, kein Sex über mehrere Wochen. Ne? Kein Fleisch. Also alles niedrigschwingende quasi. Sex weiß ich nicht, ist nicht niedrigschwingend, aber das nimmt auch Energie. Ne? Also, und währenddessen haben wir auch sehr ja, ausgewählte Nahrungsmittel zu uns genommen. Ach ja, das war schon eine Hammerzeit. Also, wow, es ist ganz schön windig. Der Wind kommt von hinten. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Ja. Ich habe da auch einen kennengelernt aus den USA, der ist dahin geflogen und der hat vorher auch keine psychedelischen Drogen oder sonst irgendwas genommen. Der wusste gar nichts darüber. Aber bei mir war es ja quasi schon ein Einstieg mit dem LSD. Da hast du ja auch so Visuals und so und keine Ahnung, Bewusstseinserweiterung. Und
Und Ayahuasca wirkt ja, oder DMT wirkt ja auch so psychedelisch. Und so hatte ich dann Vertrauen. Aber das Ayahuasca ist natürlich viel heftiger. Ne? Obwohl, wenn du LSD zu viel nimmst, kann das auch sehr heftig sein, denke ich. Ayahuasca, DMT ist natürlich halt. Ne? Das schüttet der Körper aus, glaube ich, bei der Geburt, aber vor allem auch beim Tod. Also kurz vor dem Tod. Deshalb lächeln die Menschen dann immer meistens, wenn sie kurz vorm Sterben sind. Also wenn sie gerade weg sind, sage ich mal. Yeah. Heute geht es mir ganz gut, muss ich sagen. Wenn das Wetter so wolkenlos ist, dann habe ich auch keine Wolken im Kopf. Ist natürlich ein bisschen windig. Ich war ja, werde gleich Windschatten suchen, mich noch ein bisschen chillen und sonnen. Ja. Heute 20 Grad und super angenehm. Der Buddy, der ist so cool. Der kackt da auf den Stein. Mit einem Fuß auf dem Stein. Keine Ahnung, wie der das hingekriegt hat. Hat er da jetzt hingekackt? Tatsächlich, der hat auf den Stein gekackt. Hier. Auf den Stein. Boah, also der ist so cool. Der kackt immer auf Pflanzen oder so oder auf Sträuchern. Der Gordi, der kackt einfach mitten irgendwo auf dem Strand. Ja, naja. Ah, da kommt sogar Leute. Ja, was hat das jetzt eigentlich gebracht, das Ayahuasca? 4 Jahre später kann ich ja jetzt beurteilen. Also unmittelbar danach wurden die Ohren auch wieder schlechter und ja, das Atmen, die Nase war wieder zu und es hat mir auf jeden Fall gezeigt, die Nase kann frei atmen. Ja? Da muss nichts abgeschafft werden, Innennasenwände, sondern es ist einfach alles psychisch und auch von den Ohren. Das Einzige, was geblieben ist, sage ich mal, die Erfahrung und das Aufwachen und die Loslösung der Verspannung, der Schmerzen in der Schulter, die waren auch weg und ich war auch wirklich wie eingerenkt innerlich massiert. Ich hatte noch Kribbeln in den Fingern den ganzen Abend oder ganze Nacht noch. Also war richtig, also ich fühlte mich wirklich frei da. Und nachher war es auch weg. Sonst hatte ich Schmerzen, wenn ich nach links gucken. Ich konnte gar nicht nach links gucken, lange Zeit. Und da war das weg danach. Ja, das ist, ich sag mal so, es ist kein Allheilmittel oder Wundermittel, dann muss man es wahrscheinlich wirklich regelmäßig und oft nehmen. Aber schon allein in den 2 Wochen habt ihr wahrscheinlich gesehen, wie ich am Ende dann aussah, so therapiert, ohne Falten. Das war wirklich Hammer. Ich habe gestrahlt. Gut, ich suche mir mal einen Schattenplatz. Es wird langsam windig. So, hier haben wir einen schönen Schattenplatz, also hier ist gar kein Wind. Hier werden wir ein bisschen chillen. Was wollte ich noch sagen? Ach so, das sind alles meine persönlichen Erfahrungen. Die Erfahrungen können so unterschiedlich sein von Mensch zu Mensch. Also manche gehen wirklich auch durch die Hölle, ne? Also die kotzen wirklich alles aus und die denken, die sterben. Also es ist wie so ein Horrortrip, kann man fast sagen, wo man mit seinen Ängsten konfrontiert wird. So ähnlich fast wie bei mir wahrscheinlich auf LSD, wo ich den Horrortrip hatte. Habe ich ja von erzählt letztes Mal. Aber gerade diese Horrortrips sind sehr heilend. Im Nachhinein muss ich sagen, da sind auch viele Erkenntnisse in mir aufgekommen und ja, ich habe damit auch einiges in mir bewirkt und gelöst. Und
muss nicht immer schön sein, genauso wie Medizin auch immer ekelhaft schmeckt. Also ich kenne keine Medizin, die gut schmeckt. Außer ja, Medizin, ich sag mal Kräuter oder so. Ja. Also die Erfahrungen, die sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist halt meine persönliche Erfahrung. Und wenn es in dein Leben kommt, dann wird es wahrscheinlich auch der Weg sein. Es wird nur für Minimum der Menschen wahrscheinlich kommen. Also deshalb, ja, bleibt es meine Geschichte jetzt hier fürs Erste. Ich möchte damit auch gar keinen wirklich anregen, das ja zu machen unbedingt. Also jetzt öfters so Synchronizitäten kriegst, dass du dann auch plötzlich nochmal was davon hörst oder ja, dass dir jemand darüber erzählt oder irgendwie nochmal Leute triffst, die darüber erzählen, dann denke ich, ist es bei dir dann auch soweit. Also, ach so, habe ich das nicht erzählt? Nee, fällt mir gerade ein, der Amerikaner, der da war, der hatte vorher mit keinem Psychedelika zu tun. Und der hat dann meditiert, auch vorher nie meditiert und war gar nicht so geübt im Meditieren. Und plötzlich kriegte das Wort Ayahuasca. Der wusste nicht, was es ist. Ne? Hat dann nach der Meditation gegoogelt, hat es so ungefähr eingegeben, wie er das dachte. Und Google hat es erkannt und ihm dann gezeigt, was das ist. Und dann wusste er, okay, das ist der Ruf von Ayahuasca. Und dann musste er es machen, er hat das gemacht. Hammer. Er war danach auch ein anderer Mensch. Also man muss auf jeden Fall sagen, danach bist du ein anderer Mensch. So ist es. Ja, zu guter Letzt möchte ich über das letzte Video noch mal kurz Stellung nehmen und eine Ausschau geben für mein nächstes Video. Ja. Also mein letztes Video war, da habe ich eingeführt meine Erfahrung mit Drogen, wenn man die so nennen darf oder kann. Also nicht jede Droge ist gleich Droge. Also Droge ist insgesamt sehr negativ behaftet. Ich habe auch einen Kommentar erhalten, der wurde später wieder gelöscht. Ja, mit härteren Drogen und so weiter. Ne? Also es wird alles über einen Kamm geschert. Menschen, die null Ahnung haben, was hier auf dieser Welt so abgeht, was es so wirklich auch so gibt, auch hinter den Kulissen, die sind voller Vorurteile, wegen Unwissenheit und Ignoranz. Die wollen es auch nicht mal verstehen, gucken sich noch nicht mal das Video komplett an und meinen, das beurteilen zu können. Ja, ich habe ja in dem Video schon mehrmals gesagt, dass ich das nicht bewerbe. Das sind einfach meine Erkenntnisse und Erfahrungen, persönliche Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich habe jetzt noch mal mir Gedanken darüber gemacht, wie gefährlich das sein kann. Also ich muss sagen, ich habe über LSD geredet und MDMA, Magic Mushrooms, Alkohol und Rauchen, Joints und alles. Ne? Habe ich alles hinter mir. Aber diese ganz harten Drogen, ne? Das nenne ich harte Drogen. Heroin und keine Ahnung, was da gibt. Ich kenne mich da gar nicht aus. Die habe ich nie genommen und werde ich auch nie nehmen. Und die machen dich wirklich auch richtig abhängig. Ich habe ja erklärt, bei diesen psychedelischen Mitteln, Substanzen, sage ich jetzt mal, die kannst du nur nehmen einmal die Woche, sonst wirkt es nicht wirklich. Du brauchst wieder neue Ladung quasi und die kriegst du am schnellsten, wenn du dich gesund ernährst. Am besten fleischlos, vegan und ja, und auch kein Alkohol trinkst. Also ich bin durch diese ganzen Mittel, auch Ayahuasca
Und Iboga, was ich jetzt im nächsten Video darüber berichten möchte, das ist auch zeremonielle Heilung, bin ich eigentlich von Alkohol abgekommen. Mit Hilfe vor allem von Iboga, glaube ich sogar, weil das Abhängigkeit löst. Aber auch LSD und so, das hat mir die Augen geöffnet und da könnte ich niemals Alkohol dabei trinken oder auch danach habe ich auch keine Lust mehr darauf. Also mittlerweile vermisse ich keinen Alkohol und sonst war ich immer mit Leuten zusammen, auch hier, die trinken Alkohol, aber ich trinke keinen Alkohol. Ich vermisse es nicht und ja, man muss nicht immer meiner Meinung sein. Ja, je nach Erfahrung, je nach Bewusstseinsstand haben wir andere Meinungen, je nach Perspektive. Und mir geht es auch nicht darum, dass ihr meine Meinung übernehmt. Ne? Mir war schon bewusst, bevor ich dieses Video gedreht habe, auch vielleicht dieses, ich weiß nicht, das Wissen darüber kennen, das kennt ja nur noch, das kennt ja 1% der Menschheit, wenn überhaupt. Ja, also zumindest von gehört. Was soll ich sagen? Also man muss nicht meiner Meinung sein. Mir war bewusst, dass 95% der Menschen, die sich mein Video anschauen, selbst von den bewussten Menschen, vielleicht sogar schockiert sein werden von dem, was ich da erzähle, weil wir andere Geschichten kennen und weil wir halt Drogen über einen Kamm scheren. Also jede Substanz wirkt ja komplett unterschiedlich, komplett. Deshalb ist das nicht vergleichbar. Natürlich, ich habe nochmal über die Gefährlichkeit der Substanzen nachgedacht. Wenn du unbewusst bist, Unbewusstheit ist das Gefährlichste daran. Wenn du unbewusst bist, dann übertreibst du. Und dann, wenn du übertreibst, dann ist es gefährlich. Das ist genauso, wenn du Auto fährst. Wenn du in der Geschwindigkeit übertreibst, da ist 30, aber du fährst 5-mal so schnell, dann fährst du mit 150 durch eine 30er-Zone. Ich glaube, das kann tödlich sein. Und genau so ist es bei LSD, MDMA, Ecstasy, Mushrooms. Wenn du die 5-fache Menge nimmst, dann glaube ich, dann kann das auf jeden Fall tödlich sein. Deshalb, das macht es das gefährlich. Und ich sag mal, zu 90% sind die Menschen noch unbewusst oder sehr unbewusst. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch verboten. Das ist vielleicht ganz gut so. Normalerweise müsste Autofahren auch verboten sein, weil das sehr viele Menschen im Verkehrsunfall umkommen. Wahrscheinlich mehr als Drogentote im Jahr. Keine Ahnung, ich habe mir nicht die Statistiken angeschaut. Motorsport sollte auch, ist eine Verherrlichung, ne, von schnellem Autofahren. Und ja, nach Formel 1 gucken hatte ich auch Lust, schnell Auto zu fahren. Ja, das ist alles erlaubt. Zigaretten sind erlaubt. Warum? Man bekommt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Krebs oder andere Krankheiten. Das kommt schleichend. Man kann das nie direkt darauf beziehen. Oder Alkohol genauso. Kommt schleichend, diese Krankheiten. Deine Leber geht kaputt langsam. Also meine ist schon etwas angeknackst vom Alkohol. Als ich 10 Jahre richtig exzessiv Alkohol getrunken habe damals als Student. Ja, also da verdient einfach die Pharmaindustrie ganz gut mit. Ja, an kranken Menschen verdienen die gut. Und nicht an aufgewachten Menschen, die sich dann gesund ernähren und sich um ihre Gesundheit selbst verantwortlich kümmern. An die verdienen die natürlich nichts. Und der Staat verdient an den Steuern. Ja, Alkohol und Zigaretten vor allem haben große Steuern, hohe Steuern. Und ihr kennt das ja, ne? Früher wurde sogar da Werbung gemacht.
Früher war sogar normal im Restaurant zu rauchen. Ich kann mir das heutzutage gar nicht vorstellen. Also das ist ja total ekelhaft eigentlich. Naja. Ja, und dann zuletzt möchte ich noch sagen, wenn du vergleichst, geh mal zum Rock am Ring und schau dir mal die Leute so an, die alkoholisiert sind. Also du hast da auf jeden Fall Schlägereien. Oder wenn du alkoholisierte Männer so auf der Straße triffst, irgendwo in der Stadt, in einer dunklen Ecke, und kennst die nicht, ja, da wirst du auf jeden Fall angepöbelt. Und wenn du, und am Ende dieses Festivals fliegt der Müll da nur so rum, die Dosen und keine Ahnung. Ich habe es nicht live erlebt, zum Glück kam ich nicht rein. Ich bin über den Zaun geklettert, wollte kostenlos rein, weil ich sehr spät war. Aber man hat mich erwischt und dann konnte ich wieder raus. Ja, er hat mich sowieso nicht so angezogen. War mein Glück. Und wenn du dann auf psychedelischen Festen gehst, also Psychedelic Partys oder Festivals, das sind die Menschen so friedlich und es ist sauber, die nehmen ihren Müll mit, da gibt es eigentlich gar keinen Müll. Ja? Man konsumiert ja da nicht so viel, was Müll macht. Und das ist das. Aber die Menschen sind einfach bewusst und die da hingehen, die sind sowieso bewusst. Also es ist voller Liebe. Ja. Und ich gehe lieber zu 5 oder eine Gruppe Männern, die bekifft sind und da gechillt, so sage ich mal, irgendwo in einer Ecke da sitzen oder meistens irgendwie auf dem Spielplatz oder so, ein paar Jungs. Die sind ruhig, die sind freundlich, die grüßen höflich, ja, da hast du gar kein Problem. Und das ist halt der Unterschied. Okay. Wenn ich mit diesen Themen dich antrigger, ja, dass du wütend darauf wirst, hey, wie kann der über solche harten Drogen reden und das verherrlichen? Ne? Ja, wenn du da so getriggert bist, dann guck mal hin, woher das kommt, warum du so getriggert bist. Ja? Das ist nicht, ich bin da nicht schuld, das ist etwas in dir, was das auslöst. Weil es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen darauf und ja, ich spreche da neutral drüber einfach. Ja, das war's soweit von heute. Mir geht's gut, ihr seht ja, obwohl ich diese harten Drogen genommen habe in meinem Leben, eigentlich in den letzten 5 Jahren, habe ich mich sehr gut entwickelt, habe Karriere gemacht als Ingenieur, zuletzt noch. Und jetzt habe ich mich entschieden, mich zu befreien. Also ich habe mich ja innerlich befreit und somit auch konnte ich den Schritt gehen, auch mich äußerlich zu befreien. Und lebe meinen Traum. Ihr seht ja, wo ich bin. Und lebe frei, unabhängig, gesund, glücklich, in Freude, in Frieden, inneren Frieden. Und ja, genieße mein Leben im Einklang mit der Natur. Und möchte anderen Menschen helfen und Mut machen, die sich auch so ein Leben wünschen. Ja. Deshalb mache ich das ja hier. Das ist einfach meine Berufung. Ich erwarte dafür nichts. Ich verdiene daran nichts. Und ich mache das, weil es meine Berufung ist, Menschen Mut zu machen und zu inspirieren. Und viele sind ja schon nur auf dem Weg. Und genau die möchte ich erreichen. Ja. Und die erreiche ich. So wie ich das auch sehe in den Kommentaren. Ich danke euch vor allem für diese wundervollen Kommentare, die ich immer erhalte.
und die bestärken mich immer wieder. Es fühlt sich schon an wie Brüder und Schwester im Herzen, Seelenverwandte. Also wir sind eine große Menschheitsfamilie und ich freue mich auf das, was kommt. Das goldene Zeitalter steht vor der Tür oder wir sind schon mittendrin. Jeder wird es nach und nach für sich in dein Leben ziehen. Es ist deine Entscheidung, dich selber zu befreien. Warte nicht. Bereite dich vor, vereinfache dein Leben, simplify your life. Schau dir mein Video an darüber. Und meine anderen Videos, die helfen dir auch, dich zu befreien, im Inneren, dich zu heilen. Und jetzt zuletzt noch, nächstes Video wird über Iboga gehen. Das ist so ähnlich wie beim Ayahuasca, auch aus der Natur ein Mittel, das auch mit Schamanen gemacht wird in Afrika. Aber ich habe es in Holland genommen, wurde da auch betreut. Und ich habe das 2 Nächte durchgenommen und es war auch kein Spaß. Und es war sehr, sehr wirksam in meinem Leben. Es hat mir Zeichen gegeben, deshalb weiß ich, dass es was gebracht hat. Und ich sehe, wo ich hingekommen bin. Ich bin frei. Es hat mich frei gemacht und unabhängig in jeglicher Hinsicht. Jegliche Abhängigkeiten, emotionale und auch materielle oder ja, Konsumabhängigkeiten. Ja. Das Video wird wahrscheinlich was kürzer. Gut, da habe ich nämlich kein Videomaterial zu. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wundervollen Samstag heute und Licht und Liebe, Gottes Segen. Euer Adel der Reisende, der im Moment etwas auf Kreta verweilt und nur noch ganz langsam reist. Bis bald, euer Adel.